Aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10. Hebräerbrief, Kapitel 10. Ab den 5. Vers. Unser Thema lautet: Jesus Christus, ein Mensch mit einer Mission. Ein Mensch mit einer Sendung. Hebräer Kapitel 10, Vers 5. Darum, als er in die Welt kommt, spricht er: Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt. Einen Leib hast du mir bereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich: Siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Vers 10. Durch welchen Willen wir geheiligt sind, durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Jesus Christus, ein Mensch mit einer Sendung. Wenn ich schon das Vorrecht und die Verantwortung habe, hier, wenn der Herr will, 5 Abende zu stehen und zu reden und die wirklich unbegrenzte Freiheit habe, meine eigenen Themen auszuwählen nach Führung des Heiligen Geistes. Es gibt nur 2 Prinzipien, die ich kenne in der Heiligen Schrift, die hier angemessen sind oder die ich in Betracht ziehe. Zuerst einmal das, was ich sage, muss zur Erbauung der Gemeinde dienen. Und zweitens sollte den Herrn Jesus verherrlichen und Gott wird in ihm verherrlicht. Dann weiß ich nicht, wo ich beginnen sollte. Ich weiß von keinem besseren Ausgangspunkt für diese Vorträge, als dass man über den Herrn Jesus selbst redet. Einmal ein Ältester in einer Gemeinde in Uganda hat einem Missionar einen weißen Punkt auf seine große schwarze Bibel gezeigt. Ich weiß nicht, warum die Bibel immer so groß sind in Afrika, aber die sind immer große schwarze Bibel. Und er hat einen weißen Punkt in der Mitte seiner Bibel. Und der Prediger hat den Ältesten gefragt, wieso? Was bedeutet das? Er sagte, ich deute immer wieder auf diesen weißen Punkt. Denn der Mittelpunkt von allem in unserer Verkündigung ist Jesus Christus. Der Älteste der Afrikaner sagte, wenn es geht um Geistesgaben, Bücher über Geistesgaben, sie werden verkauft und gelesen. Wenn es geht um, wie eine christliche Mutter ihr Kind möglichst christlich stillen soll, dann werden die Bücher sehr rege verkauft. Aber wenn es geht nur um Jesus, dann wäre das letzte Buch im Buchladen das Buch mit dem Titel Jesus. Und deswegen sagte er, ich weise immer wieder auf den weißen Punkt, auf den Mittelpunkt aller Dinge. Umgekehrt würde ich sagen, statt ein weißer Punkt, wenn man über Jesus redet, dann trifft man immer in Schwarz. Und deswegen wollen wir da beginnen heute Abend. Wer weiß, wo diese Vortragsreihe uns hinführt, ob sie als Vortragsreihe betrachtet werden kann nachher. Hebräer Kapitel 10, Vers 5. Einen Leib hast du mir bereitet. Mit 3 kurzen Jahren seine Lebensaufgabe zu erfüllen. Naja, trotzdem. Man stellt bei ihm fest, keine Hektik, kein Stress. Obwohl er wusste, dass der Tag 12 Stunden hat, ging er seinem Ziel entgegen. Fast gelassen, könnte man sagen. Nicht wirklich. Er war sehr bewegt. Öfters hörte man Dringlichkeit in seiner Stimme. Öfters sah man, dass er einfach
dass diese Lebensaufgabe sein Speise und Trank war, dass es ihm wirklich um das Wesentlichste in seinem Leben ging. Aber keine Hektik. Er geht seinem Ziel gelassen entgegen. Für ihn der Unterschied zwischen Erfolg und Niederlage war nur eines: Habe ich heute den Willen Gottes getan? Gott zieht den Vorhang zurück hier in dem 10. Kapitel des Hebräerbriefes und zeigt uns ein Gespräch zwischen den Personen der Gottheit. Ein Gespräch anlässlich der Fleischwerdung unseres Herrn. Der ewige Sohn Gottes tritt über die Schwelle der Zeit und Ewigkeit, um Menschensohn zu werden. Ein Mensch, gekommen, um den Willen Gottes zu tun. Wir singen das manchmal, es ist mein Lieblingsweihnachtslied. Tief neigt der Himmel sich zu armen. Emmanuel wollte sich uns nahen. Gott wurde Mensch, oh welch Erbarmen. Du sein Volk bete staunend an. Aber vielleicht ist die dritte Strophe sogar wichtiger. Tiefer noch muss die Liebe gehen. Hat sich an unseren Platz gestellt. Er starb am Kreuz in Schmach und Wehen. Er hing am Kreuz, er starb für eine verlorene Welt. Einen Leib hast du mir bereitet. Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Und zum ersten Mal auf diesem Planeten wird Gott vollkommen, vollständig verehrt von einem Menschen. In der Szene, wo die Kinder Adams immer wieder konsequent den Namen Gottes durch den Dreck gezogen haben, seinen heiligen Rechtsforderungen entsprechend nicht gewandelt haben. Hier ist ein Mann, der Gott verehrte. Und sein Leib, die Bedeutung seines Leibes, sein Leib war ein Verkehrsmittel, ein Werkzeug, durch das der Wille Gottes zum Ausdruck gebracht wird. Gottes Wille ist hier verkörpert in Menschengestalt, in einem Menschen, in einem Leib, im Raum und Zeit. Gottes Wille, letztendlich, wie wir hier gelesen haben, unter dem Strich, dass er diesen Leib opfert für unsere Sünden am Kreuz. Das Leben von Jesus von Nazareth könnte so zusammengefasst werden: die Verkörperung des Willens Gottes, die Erfüllung der Rechtsforderungen Gottes. Wenn man in Matthäus 22 liest, dann sieht man die Zusammenfassung von der ganzen Verantwortlichkeit des Menschen. Gott zu lieben, mit dem ganzen Wesen, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Seele und Kraft und den Nächsten wie sich selbst. Sein Leben verkörperte diese 3 größten Gebote Gottes. Sein Leben könnte zusammengefasst werden mit dem Lied der Engel bei seiner Geburt. Herrlichkeit Gottes in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Denn dieser Mann, wie kein anderer, hat Gott in der Höhe verherrlicht. Und auf Erden, was hat sein Kommen bedeutet? Frieden den Menschen seines Wohlgefallens. Die Sendung oder Mission Jesu, was war sie? Zuerst einmal kam er, um Gott zu verherrlichen. Man hört das meistens nicht, wenn man ein Ungläubiger ist und wird mit einem lästigen Christen konfrontiert mit seiner Bibel, dass Christus kam, um Gott zu verherrlichen. Ich lebte, was ich meinte, ein normales Christenleben 5 Jahre lang
bevor ich verstanden habe, dass Jesus kam, um Gott zu verherrlichen. Ich habe immer gemeint, in erster Linie kam er da wegen diesem Fred. Ich meinte ursprünglich, ich war einer der wenigen Christen hier auf dieser Erde. Da ich eine schlechte Erfahrung in der Kirche machte, in einer Kirche machte und nahm an, dass alle, die in irgendeiner Kirche da sind, auch im Begriff sind, schlechte Erfahrungen zu machen und zur schlechten Erfahrung etwas beitragen, habe ich gemeint bei meiner Bekehrung, ja, du bist einer der wenigen auf dieser Erde, die das reine Evangelium verstanden haben. Und wenn jemand mich gefragt hätte, warum ist Jesus gekommen, ich hätte gesagt, für mich. Natürlich. Und für die anderen. Aber Jesus ist für uns gestorben. Gott, einem duftenden Wohlgeruch. Er ist für mich gestorben. Er ist aber auch für Gott gestorben. Er ist gekommen und er hat gelebt und er hat sein Leben hingegeben als Brandopfer, um Gott zu verherrlichen. In Johannes Kapitel 12, als seine Stunde gekommen war, seine Existenzberechtigung als Mensch tief erschüttert in seinem inneren Menschen, sagte er, soll ich beten um Rettung aus dieser Stunde? Nein, um dieser Stunde willen bin ich in die Welt gekommen. Sein Gebet lieber, Vater, verherrliche deinen Namen. Und der Himmel konnte sich nicht fassen. Der Boden des Himmels brach unter dem Gewicht des Wohlgefallens Gottes, als hier sein Sohn, seinem Tod gegenüberstehend, nur den einen Gedanken hatte, dass Gott verherrlicht würde. Warum ist er gekommen? Er ist gekommen zweitens, weil es Gehorsam bedeutet hat. Der Vater hat ihn gesandt und er war gehorsam. Ich habe mit einem meiner Söhne heute über Gehorsam geredet. Es war notwendig, wiederum über Gehorsam zu reden heute. Ja, und dieser, obwohl er Sohn war, er musste Gehorsam lernen. Gehorsam will gelernt werden. Adam und seine Rasse rebellierten gegen Gott. Wie werden die Kinder Adams zurückgewonnen für eine Beziehung des Gehorsams Gott gegenüber? Es war durch den Gehorsam des einen. Adams Kinder sangen, Herrlichkeit Gottes in der Höhe und Frieden im Himmel, als unser Herr gekommen ist auf dem Fohlen der Eseln. Sie wussten gar nicht, was sie sangen dabei. Die Engel sangen am Anfang des Lukas-Evangeliums, Herrlichkeit Gottes in der Höhe und Frieden auf Erden. Und am Ende, wo der Friedensfürst kurz vor seiner Verwerfung oder vor seiner Kreuzigung steht, dann Herrlichkeit Gottes in der Höhe und Frieden im Himmel. Wieso? Ja, wenn du den Friedensfürst verwirfst, dann verwirfst du somit seinen Frieden. Er nahm seinen Frieden zurück in den Himmel. Frieden im Himmel. Aber sie sangen das. Und wenn sie es nicht gesungen hätten, hätten die Steine geschrien, um diesen zu verherrlichen. Was wussten sie von Gehorsam? Wird Gott Menschen gewinnen können durch einen gewaltigen Umzug in Jerusalem mit dem Jubelgesang der Bewunderer Jesu? Ist das, was mit Gehorsam gemeint ist? Lies ein bisschen weiter in Lukas Evangelium und sehe, wie diesen König auf diesem Fohlen der Eseln, wie er herabsteigt vom königlichen Reittier. Und wenige Seiten später, er kniet sich in einem Garten. Ein König auf seine Knie. In der Auseinandersetzung
mit dem Willen Gottes. Und er wird dem Willen Gottes gehorsam sein. Oh, seht das. Wie er da mit seinen Jüngern zu Tisch lag. Und er geht aus in die Nacht und er sagt, steht auf dass die Welt erkennt, dass ich meinen Vater liebe. Liebe Brüder, liebe Schwester, wie oft kommen diese Worte über deine Lippen? Ich liebe Gott. Oder wir singen, wir lieben dich. Sehr leicht zu sagen, nicht wahr? Wie oft hat Jesus gesagt in der Bibel, dass er den Vater liebt? Liebe Geschwister, einmal, als er aufstand von einem Tisch und er sagt, auf dass die Welt erkenne, dass ich ihn liebe, steht auf und lasst uns gehen. Und Matthäus Evangelium fügt hinzu, dass er aufstand mit einem Loblied auf seinen Lippen und ging draußen zu dem Schrecken von Gethsemane und zu dem Kreuz. Er kam, um seinen Vater zu verherrlichen durch seinen Gehorsam. Er lernte Gehorsam. Durch das, was er litt und durch seinen Gehorsam sind viele Ungehorsamen zur Gerechtigkeit geführt. Drittens, er kam, um die Schrift zu erfüllen. Viertens, um Erlösung zu vollbringen. Vorgestellt als Lamm Gottes, als derjenige, der kam, der nicht um bedient zu werden, sondern zu dienen, als derjenige, der uns sein Leben als Lösegeld zu geben. Derjenige, der kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Diese ganzen Verse, und sie sind so viele, wenn du die Evangelien liest, wo er sagte, warum er gekommen ist, um Erlösung zu bringen. Und fünftens, er ist gekommen, um seine Versammlung zu bauen und um diese Welt zu evangelisieren. Beachte, das sage ich, ist nur ein Punkt, nicht zwei. Er kam, um seine Versammlung zu bauen und die Weltevangelisation in Gang zu setzen. Und obwohl die Gemeinde Gottes erst zu Pfingsten ins Dasein gerufen wurde, war er schon 3 Jahre am Werk, das Fundament vorzubereiten. In seiner Lehrtätigkeit, in dem Training der 12, in seinem vorbildlichen Leben, in der Lebensgemeinschaft mit ihnen. Er baute seine Jünger auf und bereitete sie vor und führte sie hin zur Wasserscheide des Evangeliums. Als Petrus es endlich erfasst hat, Markus sagt etwa wie Bäume, wie Menschen Bäume sehen. Ja, aber er hat es endlich gefasst, dass dieser der Christus Gottes ist. Durch seine Lehrdienst und Training dieser 12 Jünger, er bereitete eine Schar von Dienern vor. Eine Schar von Dienern, die in die Mitarbeit bleiben würden nach seiner Himmelfahrt. Etwas über das Sendungsbewusstsein Jesu. Das war etwas über seine Mission, über seine Sendung. Aber dann sein Sendungsbewusstsein. Jesus kannte die Herzenslehre und die Verzweiflung nicht, die viele Menschen kennen, die keinen Lebenssinn haben und kein Lebensziel haben. Echter Lebenssinn, echte Erfüllung im Leben kommt immer in Verbindung mit Gott oder mit Wirklichkeiten, die über den Tod ihre Gültigkeit, über den Tod hinaus ihre Gültigkeit haben. Die Denkweise und die Lebensweise des Herrn Jesus wurde
durch das Bewusstsein seiner Sendung geprägt. Ich möchte meine eigene, selbst gebastelte Definition für Sendungsbewusstsein jetzt vorlesen. Sendungsbewusstsein ist eine innere motivierende Kraft, ein Drang, ein Dringlichkeitsgefühl, das ein Mensch dazu treibt, etwas zu versuchen zu vollbringen, wovon er überzeugt ist, dass es lebenswichtig ist. Aus diesem Sendungsbewusstsein heraus entsteht der notwendige Entschluss, seinen Auftrag zu erfüllen, koste es, was es wolle. Weil diese Definition weder prägnant noch kurz ist, möchte ich sie zum zweiten Mal lesen. Sendungsbewusstsein, eine innere motivierende Kraft, ein Drang, ein Dringlichkeitsgefühl, das einen Menschen dazu treibt, etwas zu versuchen zu vollbringen, wovon er überzeugt ist, dass es lebenswichtig ist. Aus diesem Sendungsbewusstsein heraus entsteht der notwendige Entschluss, den Auftrag zu erfüllen, koste es, was es wolle. Unser österreichischer Schriftsteller Stefan Zweig beschrieb Lenin in seinem Buch Sternstunden der Menschheit in seiner Verzweiflung. Da in der Schweiz, während der Zeit, wo die Revolution in Russland schon ausgebrochen war. Und jetzt diese Revolution war schon aufgebrochen und Lenin, der meinte, die Revolution konnte unmöglich ohne ihn funktionieren, ist verzweifelt in der Schweiz. Und in diesem Kapitel, und ich empfehle das Buch, in diesem Kapitel der verziegelte Zug beschreibt Zweig Lenin und sein Sendungsbewusstsein. Ich möchte dieses Beispiel benutzen zur Erläuterung. Grenzenlos ist die Verzweiflung der ohnmächtigen Zurückgebliebenen. Seit Jahren und Jahren haben sie zahllosen Generalstabssitzungen in London, in Paris, in Wien ihre russische Revolution strategisch ausgedacht. Jede Einzelheit der Organisation haben sie erwogen und vorgeprobt und durchdiskutiert. Jahrzehntelang haben sie in ihren Zeitschriften theoretisch und praktisch die Schwierigkeiten, die Gefahren, die Möglichkeiten gegeneinander abgewogen. Sein ganzes Leben hat dieser Mann nur diesen einen Gedankenkomplex immer und immer wieder revidierend durchgedacht und zu den endgültigsten Formulierungen gebracht. Das ist Sendungsbewusstsein. Sein ganzes Leben hat dieser Mann nur diesen einen Gedankenkomplex immer und immer wieder revidierend durchgedacht und zu den endgültigsten Formulierungen gebracht. Einige Elemente von Sendungsbewusstsein wollen wir jetzt näher erläutern. Zuerst einmal die Perspektive des Herrn Jesus, beziehungsweise wie der Herr Jesus seine Sendung betrachtete. Unser Aussichtspunkt ist sehr wesentlich, denn wir betrachten eine Sache von einem Aussichtspunkt und unser Aussichtspunkt bildet unser Bezugssystem. Jesus hatte einen ewigen Aussichtspunkt, eine ewige Perspektive. Wisst ihr, für viele von uns sind Himmel und Hölle nur Begriffe. Jesus kam von der anderen Welt. Er kam in diese Welt herab. Er kennt Hölle und er kennt den Himmel.
Existenz jenseits des Grabs. Es war General Booth, der einmal sagte, dass sein innigster Wunsch war für jeden Soldaten der Heilsarmee, dass er sterben könnte und 5 Minuten lang in die Hölle gehen und dann zurückkommen, um das Evangelium zu predigen. Es war sein innigster Wunsch für die Heilsarmee, dass jeder Soldat 5 Minuten in die Hölle gehen könnte und dann zurückkommen, um das Evangelium zu predigen. Ein Mensch mit Ewigkeit in seinem Herzen, seine jede Tat, jede Entscheidung, jedes Gespräch war von der Ewigkeit geprägt. Von der Wichtigkeit seines Auftrages im Hinblick auf die Ewigkeit. Solche Begriffe tauchen immer wieder in der Schrift vor. Die vor ihm liegende Freude. Eine Freude, irgendwie geparkt vor deinem Haus, sozusagen. Vor ihm liegende Freude. Das ewige Reich. Das Wohlgetan des Vaters. Das war sein tagtägliches Gedankensgut. Im Gegensatz zu den kurzsichtigen Menschen, zu den kurzsichtigen Kindern des Lichtes. Schauen wir einen Vers an in Lukas Kapitel 16. Lukas 16, 8 bis 11. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich von dem ungerechten Verwalter, der wusste, dass sein Amt oder seine Verwaltung bald enthoben würde und in der ihm kurz zur Verfügung stehende Zeit, bevor alles weggenommen würde, das Geld so verwendet hat, dass er Freunde gewinnt. Er sprach zu einem, Vers 6, wie viel bist du mein Herrn schuldig? Er sprach 100 Bat Öl. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und setze dich flugs hin und schreibe 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber wie viel bist du schuldig? Der aber sprach 100 Kor Weizen. Er spricht zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichtes gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage euch, machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf das, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Hütten. Wer im geringsten treu ist auch in vielem treu. Wer im geringsten ungerecht ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen sind, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Jesus hatte Ewigkeit in sein Herz und Weitblick im Gegensatz zu kurzsichtigen Kindern des Lichtes. Der ungerechte Verwalter wird hier von unserem Herrn gelobt, nicht deswegen, weil er ungerecht war, weil er Geld unterschlagen hat. Er wurde gelobt, weil er klug gehandelt hat gegen sein eigenes Geschlecht. Er wusste, er sagte, schau, ich bin zu alt, um zu graben. Ich bin zu stolz, um zu betteln. Und mein Tod steht nicht vor der Tür. Was weiß ich lebe noch 20 Jahre vielleicht. Ich muss schnell meine Verwaltung benutzen, um mich abzusichern bis zu meinem Tod. Um Freunde durch meine Verwaltung zu erwerben, die mich willkommen heißen werden in ihren Häusern, wenn meine Verwaltung enthoben wird. Er weiß, er hat nur eine ganz kurze Zeit, bis die Verwaltung enthoben wird. Und er weiß, dass er jetzt handeln muss im Hinblick auf seine Existenz. Das ist klug, oder?
saubere Geschäftspraktiken sind das nicht. Aber Klugheit, sich absichern bis zur Endstation, nicht wahr? Inwiefern ist das klüger als die Kinder des Lichtes? Nämlich deswegen, weil die Kinder dieses Zeitlaufes eines nicht wissen, was wir wissen mit Gewissheit. Und das ist, dass der Tod nicht Endstation ist. Der Tod ist nicht Endstation für uns. Es gibt ein Leben über den Tod hinaus. Aber die Menschen dieser Welt sind klüger als der Durchschnittschrist, denn sie leben wesentlich konsequenter. Sie rechnen alle ihre Pläne mit dem Tod. Und der Durchschnittschrist und viele von uns Anwesenden in diesem Zimmer, unser Leben ist ausgerichtet auf Dinge, die nur Gültigkeit haben bis zum Tod. Und wir wissen dabei, dass es eine Ewigkeit gibt. Wie klug lebst du? Du und vielleicht deine Frau, oder? Wenn man dein Lebensstil unter die Lupe nehmen würde, welchen Unterschied würde man zu dem anständigen Nachbarn feststellen können, abgesehen natürlich von deinen frommen Bräuchen? Wie klug leben wir? Die ewige Perspektive unseres Herrn fand ihren Niederschlag in den Entscheidungen, die er traf. In seinem Lebensstil, seine Perspektive, sein ewiger Blick formte seine Prioritäten. Zweiter Aspekt von Sendungsbewusstsein: die Prioritäten unseres Herrn. Das Gewaltige an Jesus ist, wie viel er getan hat in 3 Jahren. Er vollendete alles, was an dem Herzen Gottes war. Wie? Er hatte ein klares Ziel vor Augen und er steuerte auf das Ziel zu. Und alle seine Entscheidungen und alle Möglichkeiten waren im Blick seines Zieles bewertet und Entscheidungen getroffen. Seine Betrachtung einer bestimmten möglichen Handlungsweise war nie von dem Schwierigkeitsgrad abhängig oder von eigenen Interessen, Eigenwillen, sondern von deren Beitrag zu der Erfüllung seiner Mission. Sein Auftrag verlieh allen seinen Taten ihre Bedeutung. Das Gute durfte niemals das Beste an den Rand drängen. Wisst ihr, bei mir, das Problem ist nicht, was soll ich tun heute Morgen? Stehe ich auf und rauche ich ein Joint oder lese ich meine Bibel? Das ist nicht die Wahl, die ich treffe in der Früh. Zwischen gut und schlecht. Die Wahl, die ich treffe tagtäglich, ist meistens zwischen gut und das Beste. Prioritäten. Betriebsamkeit verwechselte Jesus nie mit Fruchtbarkeit. Und das Gut war nie der Ersatz des Besten. Alles, was ihn an die Erfüllung seines Auftrages hinderte, betrachtete er als Bürde oder Last. In 2. Timotheus Kapitel 2 sieht man diese Denkweise in seinem Jünger Paulus widerspiegelt. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 2. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, welche tüchtig sein werden, auch anderes zu lehren. Nimm teil an den Trübsalen
als ein guter Kriegsmann Jesu Christi. Niemand, der Kriegsdienst tut, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, auf dass er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Niemand, der Kriegsdienst tut, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Alltags. Der römische Soldat trug wie alle Soldaten sein ganzes Gepäck. Er brauchte ein Schwert oder ein Speer. Er musste etwas mitnehmen, damit er schlafen konnte, eine Decke oder irgendetwas. Er brauchte seinen Helm, Proviant, Wasser. Ich finde es ganz interessant, dass der lateinische Begriff für das Gepäck eines Soldaten, es heißt Impedimente, Hindernis. Das Wort, von dem wir unser englisches Wort Impediment oder Hindernis bekommen. Ein Sprachfehler ist ein Speech Impediment. Ein Hindernis. Ein Hindernis beim Gehen. Obwohl man ein Bett braucht und obwohl man ein Schwert braucht und obwohl man einen Helm braucht und man braucht Proviant und Wasser und Farbfernseher und so weiter und so fort. Wenn man zu Fuß unterwegs ist, überlegt man, was man mitnimmt. Wenn du in Urlaub fährst, du fährst was du mitnimmst, das hängt davon ab, wohin du fährst und wie du hinkommst. Wenn du nach Österreich fährst, derzeit brauchst du keine Skier. Skier wären für dich ein Hindernis. Es gibt keinen Schnee oder kaum Schnee. Und wenn es Schnee gibt, ist es nur für die Deutschen reserviert. So, ihr seid gut dran. Hast du überlegt, was du mitnimmst durchs Leben und wie du unterwegs bist und wohin? Als Junge musste ich in Englisch Literaturunterricht Gullivers Reisen lesen, ein politisches Satire, sagt man Satire, aus dem 17. Jahrhundert. Und der Gulliver ist gelandet auf einer kleinen Insel der Lilliputaner und da war er schlafend am Strand nach seinem Schiffbruch und er wachte auf und er konnte sich nicht bewegen. Diese ganz kleinen Leute, die nur so groß waren, haben ihn umwickelt in Fäden. Fäden so klein, dass er einen Faden hätte brechen können mit seinen kleinen Fingern. Aber so viele Fäden, er war so verstrickt. Er ist ihnen zum Opfer gefallen. Und es ist nicht wahr, dass manche von uns wirklich nicht frei sind. Dem zu dienen, der uns zum Kriegsdienst angeworben hat. Alltagsbeschäftigungen sind Teil des Alltages. Jesus musste auch essen. Jesus hat vermutlich auch auf irgendeine Weise seine Zahnhygiene praktiziert. Jesus musste schlafen. Er hatte auch etwas übrig für Gesellschaft. Aber wie führen wir unser Leben? Lassen wir uns verwickeln durch das Gepäck, das wir durch das Leben tragen? Die Frau eines Ältesten, eines Freundes von mir, sagte, aber Mark, ich habe nichts zu tragen, meinte sie ihre Kleidung. Er sagte, Carol, du hast 3 Schränke voll von nichts zu tragen. Ja, wir wollen wirklich ausgeglichen leben, aber die große Gefahr ist die Verstrickung wegen falschen Prioritäten. Langsam wird unser Körper ein Gegenstand einer
ein Kleiderbügel. Und langsam wird unsere Beschaffenheit ein Bauch sein für erlesene Speisen. Und langsam wird unser Tagesablauf sein, wir sind da für unsere Firma. Und wir lassen uns so verstricken in diesem Leben. Schau sein Leben an. Sein Leben verkörperte seinen eigenen Grundsatz, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das heißt, all das, was seine Interessen, die Interessen seines Reiches fördert. Jesus war immer in den Angelegenheiten seines Vaters zu finden. Schau sein Leben an. Stellen wir uns mal vor, dass wir kein überliefertes Jesu-Wort hätten. Die Apostel schreiben Evangelien, aber es ist ein Silent Movie. Es ist ein Film, ein unvertonter Film. Und sein Leben wird beschrieben und er sagt nichts. Was würde seine Biografie ergeben? Wenn du das Leben dieses Menschen beobachtest, selbst ohne Worte, ergibt sich ein Muster, eine Hierarchie von Prioritäten. Und du siehst unter dem Strich seinen Auftrag, wie wir ihn beschrieben haben. Wenn du und ich einmal unseren Mund halten würden, stellen wir uns nur vor. Und man betrachtete unser Lebensstil, sichtete unsere Taten, ergebe sich ein Muster? Was wäre oben auf unserer Prioritätenhierarchie? Was ist auf der ersten Stelle? Ist es unser Beruf, unsere Familie, unsere Hobbys, unsere Ausbildung? Wer den Herrn auf die zweite Stelle drängt, beleidigt ihn. Entdeckt man bei der genauen Beobachtung unseres Lebens, selbst wenn wir junge Christen sind, langsam die Entstehung eines Auftrages, dem Reich Gottes entsprechend? Man liest verschiedene Biografien. Denke an die Biografie von T.B. Gilbert in den USA. Das heißt, he loved to plant. Er hat gerne gepflanzt. Ja, wieso? Weil er überall, wo T.B. Gilbert gelebt hat, es gibt keinen Ort, wo Gemeinden nicht entstanden sind. Und du betrachtest das Leben von T.B. Gilbert und du sagst, er liebte Gemeinde zu gründen. Weißt du? Oder Robert Cleaver Chapman auf Englisch. Brother indeed. Ein wahrer Bruder, ein wahrhaftiger Bruder. Nicht ein Bruder mit Namen, mit der Bezeichnung Bruder, aber ein Bruder, der sich als wahrhaftiger Bruder erwiesen hat. Und wenn man deine Biografie schreibt, was wäre der Titel? Was könnte unser Leben beschreiben? So, zuerst einmal Bestandteile dieses Sendungsbewusstseins, unsere Perspektive, wie wir das Leben betrachten. Zweitens, unsere Perspektive formt unsere Prioritäten. Und drittens, die Bürde des Herrn Jesus für die hirtenlose Schafe. Matthäus Evangelium, Kapitel 9. Vers 35. Hier haben wir einen unvergesslichen Augenblick in dem Erleben des Apostels Matthäus. Etwas, was er nie vergessen konnte. Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß,
Der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Ein unvergesslicher Augenblick. Er wurde innerlich bewegt. Das griechische Wort ist das Stammwort unseres englischen Wortes Spleen, die Milz, diese Organe in unserer Eingeweide, in der Leibeshülle. Es gab ihm tief in seine Eingeweide einen Stich. Wir sagen heute, es hat sein Herz gebrochen. Sein im Innersten wälzte sein Eingeweide um. Wisst ihr, Jesus konnte Leute nicht anschauen und ihr Milieu betrachten, ohne selbst dabei betroffen zu sein. Von ihrem Schicksal zutiefst berührt zu werden. Diesen Begriff lesen wir an zahlreichen Stellen in den Evangelien. Im Matthäus-Evangelium, er wurde innerlich bewegt über sie und er heilte ihr Kranken. Weiter in Matthäus, der Meister wurde innerlich bewegt über seinen Sklaven, oder seinen Schuldner, und er vergab ihm seine Schulden. Markus Kapitel 1, Jesus wurde innerlich bewegt und rührte den Aussätzigen an. Darby schreibt in seiner Übersetzung, dass das intensive Wort für Anrührung ist. Weißt du, Jesus hatte zu dem Aussätzigen so tun können. Sei gereinigt. Oder aus 50 Meter Entfernung, auf sicherer Distanz, sei gereinigt. Aber dieser Mann hatte furchtbare seelische Nöte. Stellt euch vor, überall dort, wo man hinkommt, man kommt in eine Ortschaft, muss man schreien, unrein! Unrein! Der eigene Urteil über sich, der Urteil der Gesellschaft, du bist unrein. Und so einer hat nicht nur körperliche, sondern auch seelische Bedürfnisse. Jesus innerlich bewegt über ihn, fasst ihn an, nahm ihn unter Umständen in die Arme. Jesus sah die Witwe mit ihrem einzigen Sohn auf einer Bahre liegen, tot. Er wurde innerlich bewegt und hat ihn auferweckt. Ein Samariter im Gegensatz zu zwei religiösen Juden. Nachdem er den Mann im Straßengraben sah, wurde er innerlich bewegt, sagt die Schrift. Er stieg herab von seinem Reittier. Er ist zu ihm gegangen, hat seine Wunden gebunden, unter Umständen mit seiner eigenen Kleidung. Er hat dann seine Wunden gewaschen und mit Öl gesaubt und ihn gepflegt durch die ganze Nacht. Und bezahlt ein paar Tage Löhne. Ich weiß nicht, wie viel du verdienst in einem Tag. Wie viel? 100 Mark vielleicht. Aber einige Sätze bezahlte er und er sagte, wenn es nicht genug ist, nicht ausreicht, ich komme vorbei und ich begleiche die Rechnung. Innerlich bewegt, kein Preis zu hoch. So viele Zeitwörter hier aneinander geführt. Tätige Liebe für Menschen. Liebe für ein unwürdiges Objekt wie mich, das ist Gnade. Liebe für ein schwaches Objekt, das ist Erbarmen. Jesus sieht die Volksmenge hier. Schafe ohne Hirten. Ohne Leute, die sich wirklich um sie kümmern. Oh, sie haben Politiker, sie haben genug. Und manche dieser Politiker nennen sich Minister. Weißt du, was ein Minister ist? Das ist ein Diener. Verhalten sie sich so? Die stolzieren herum wie ein Hahn oben auf dem Misthaufen.
Die Diener des Volkes, die haben religiöse Führer, aber keine Hirten. Du gehst mit mir zum Fußballstadion, wir sehen FC Köln gegen Bayern München. Was sehen wir? 22 müde Menschen auf dem Spielfeld, die erschöpft und müde sind und brauchen unbedingt Ruhe. Und 35.000 Fanatiker, die unbedingt ein bisschen Bewegung brauchen. Sie sitzen herum und bezahlen die anderen, dass sie die Leibesübung machen. Aber was sehen wir wirklich? 35.000 Menschen, Fußballfans. Was sieht Jesus, der gute Hirte? 6.000 Ehebrecher, 16.000 geschiedene Ehen, 5.000 Alkoholiker, 20.000 Götzendiener oder Habsüchtiger. Ein Haufen von Menschen, betrogen von falscher Religion, die nach zweitrangigen Zielen mit erstrangigem Einsatz nacheifern. Schafe ohne Hirte. Francis Schaeffer in seinem Buch über die Gemeinde zum Thema Ältesten schrieb über die Qualifikation der Gastfreundschaft. Übrigens, Gastfreundschaft heißt Liebe zu Fremden. Wenn ein Mann niemals Erbrochenen von dem Teppichboden aufgewischt hat, Brennlöcher in der Bettwäsche gefunden hat, hat er gar kein Recht auf das Amt des Ältesten. Das ist gut gesagt. Eine Bürde für die Menschen. Wird manche Typen schon in unser Leben bringen. Erste Johannes, nein, wir brauchen es nicht vorlesen. Aber wenn wir unsere Brüder in Not sehen und wir verschließen unsere Augen wie der Levit oder der Priester und unsere Herzen, wie könnte die Liebe Gottes in uns sein? Wenn Gott uns mit einer verlorenen Welt, mit den Nöten unserer Mitmenschen konfrontiert, mit hirtenlosen Schafen, wie können wir die Augen schließen? Machen wir eine kleine Geste vielleicht auf unserem wohl ausgeglichenen Weg, unseren hart erworbenen Wohlstand zu genießen. Liebe trieb unser Herr Jesus zu Tat. In Vers 35 lasen wir das. Er ist gegangen zu allen Städten und allen Dörfern Israels. Aus seiner tiefen Herzensnot um die Menschen wurde aber auch eine Schau für die Ernte und für Arbeiter für die Ernte entwickelt. Er wurde innerlich bewegt, lesen wir Vers 36 über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern. Die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Innerlich bewegt, dann spricht er zu seinen Jüngern. Das ist historische Präsenz. Mein Freund, unser Kinderarzt, als er frisch bekehrt war oder im Begriff, sich zu bekehren, sagte, Fred, hier ist ein Fehler in der Bibel. Sagte, wieso? Sagte, es beschreibt die Vergangenheit und dann beschreibt die Vergangenheit auf einmal als Präsenz. Dann spricht er. Sagte, es ist kein Fehler. Das ist zwar schlechtes Deutsch, aber das ist ein guter Schreibstil. Damals haben die Schreiber die Vergangenheit als gegenwärtig beschrieben, um die Vergangenheit zu vergegenwärtigen oder den Leser zurückzuversetzen in das Geschehen. Dann spricht er. Und in deinem Sinnesaugen versetz dich jetzt mit mir zurück in diesen
gässlichen Augenblick des Erlebens des Apostels Matthäus. Innerlich bewegt. Beachte hier, er sagt nie wie auf einer anderen Stelle, ich bin innerlich bewegt. Er sagt nichts. Er braucht nichts sagen. Das kannst du an Jesus Christus ablesen. Die Apostel sahen das. Er ist innerlich bewegt. Und dann spricht er. Aus seiner Bürde für die Menschen heraus teilt er ihnen eine Vision, einen Plan, einen Blick für ein gewaltiges Unternehmen. Der Herr der Ernte wird hier als der Herr der Ernte betrachtet die Ernte und ist überzeugt von der großen Not nach Arbeiter. Er ist nur ein Mann. Er kann nicht jedes Dorf jeden Tag besuchen. Er ist ein Mann. Gott ist Mensch geworden und Mensch geblieben. Heute sitzt ein Mensch zur Rechten Gottes. Ein verherrlichter Mensch. Gott und Mensch zugleich. Seine persönliche Gegenwart begrenzt. Natürlich kann er durch den Heiligen Geist und tut er durch den Heiligen Geist sein Werk. Aber ein Mann. Er braucht ein Heer von Mitarbeitern, denn der Vater hat beschlossen, durch Menschen zu wirken. Spürt ihr die Dringlichkeit an seiner Stimme hier? An diese Adverben? Die Ernte ist groß. Und die Arbeiter sind wenige. Und er konnte eine Vision vermitteln. Er sagte einmal zu ein paar jungen, irdisch gesinnten Jungen, Leute, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Sie denken, ja, der Herr braucht nichts zum Essen. Was hat jemand ihm etwas zum Essen gebracht? Der ist nicht hungrig, obwohl wir nicht gegessen haben den ganzen Tag. Wie kann das sein? Leute, ich habe eine Speise und die kennt ihr nicht. Versteht ihr nicht? Diese Frau, diese Samariterin, ich habe sie gefunden. Ich musste hier kommen. Und ich habe einen für meinen Vater, eine Anbeterin. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie gewonnen. Und wie ist der Hunger vergangen? Leute, ich habe keinen Hunger, ich habe keinen Durst. Mein Lebensinhalt, meine Speise, mein Trank, ist es den Willen meines Vaters zu tun. Und sag mir bitte nicht, dass es 3 Monate ist bis zur Ernte. Schau mal, sie kommen. Ein ganzes Dorf, voll Samariter. Schau mal, da kommt das Dorf, hierher. Die Felder sind weiß zur Ernte. Oh, wie konnte er eine Vision für diese Ernte vermitteln? Hast du diese Vision nicht? Wir treffen uns sonntäglich in unseren Versammlungen, ich weiß nicht wie oft, wo du in Gemeinschaft bist, aber jeden Sonntag vor uns sitzt ein Tisch. Und auf dem Tisch Brot und Kelch, auf das wir seiner gedenken. Und manchmal schließe ich meine Augen, bin vielleicht ein bisschen ein Träumer, aber schließe meine Augen und ich vergesse, dass das nur die Ellie und die Greti und der Christian und der Rupert ist. Und ich vergesse, dass das nur ein Tisch ist. Und ich könnte mir fast, ich ist nicht, dass ich Hellseherei betreibe, könnte mich fast vorstellen, es wäre da ein Thron.
Und auf dem Thron ein Lamm. Und um den Thron 4 lebendige Wesen. Und um den Thron aus jeder Nation und jeder Sprache, aus jeder Siebschaft, das sind Anwesende. So überwältigt von ihm, sind schon da 10.000 Jahre vielleicht und immer noch nicht müde, aber bei ihrer Tätigkeit ihn zu bewundern. Und da in der Mitte ein Lamm. Und ringsherum, herum, ist die Schar. Und er ist würdig. Ältesten. Natürlich sind sie Stellvertreter hier. 24 Ältesten, wie die 24 die Repräsentanten im Alten Testament. Sie kommen und sie stehen vor diesem Thron und sie haben viel geleistet für den Herrn und viel getan. Die Erlesenen der Erlesenen. Und vor Bewunderung vor diesem Thron reißen sie ihre Kronen herab und schmeißen sie vor den Thron. Denn du bist würdig. Hast du diese Vision? Manche von uns kommen aus Gemeinden so klein, wir könnten uns treffen in einer Telefonzelle für Behinderte. Aber Gott sagt, die Nationen sind wie ein Tropfen in Eimer. Er redet niemals so über seine Gemeinde. Niemals so. Und da sind wir. Hast du eine Vision für das? $5 Milliarden. Mit ungefähr 20 Millionen Christen und diese Statistik kommt von Leuten, die einen Menschen als Christ ziemlich leicht gelten lassen. Brauchst nur unterschreiben oder vorne zu kommen und dann bist du ein Christ. Und so ein Gebetsanliegen Jesu. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das Gebetsanliegen Jesu. Wie oft betest du so? Ich meine, du kommst und du sagst, Fred, bitte bete für mich. Ich habe diese furchtbare Anfechtung und es ist Monate so und ich habe öfters an Selbstmord gedacht und bitte bete für mich. Sagt, okay, ich bete für dich. 2 Wochen später, ich treffe dich und du sagst, hast du für mich gebetet? Und dann sage ich, oh, meine Güte, das habe ich total vergessen. Wie fühlst du dich jetzt? Jesus hat hier ein Gebetsanliegen uns mitgeteilt. Jesus sagt, er hat nicht sehr viele, aber hier ist eins. Ein Gebetsanliegen. Wie oft betest du dieses Gebet? Es ist ein äußerst gefährliches Gebet. Sage ich dir das. Ich kann mich erinnern, wir trafen uns wöchentlich von 9 Uhr abends bis 5 in der Früh zu beten, da in Kalifornien. Wir beteten für die Weltmission. Einmal bin ich eingeschlafen in Libanon und aufgeweckt in Afghanistan. Wir haben um die Welt herum gebetet. Und wir haben jeden Gebetsbrief, den wir nur einholen könnten, wir haben gelesen und gebetet darüber. Bis wir fertig waren, und ich meine buchstäblich fertig waren, haben wir gebetet. Und ich glaube, wir sind etwa 20 Missionare heute, die von dieser kleinen Gebetsstunde kamen. Es ist sehr gefährlich, so zu beten. Weißt du warum? Die Leute, die beten in Vers 38, werden im nächsten Vers gesandt. Der Herr hat sie ausgesandt. Ewige Perspektive, göttliche Prioritäten und eine Bürde für Menschen und schließlich hier eine Schau für die Ernte. Aber noch ein Hinweis oder noch ein Aspekt von Sendungsbewusstsein. Meine Güte, ist die Zeit gegangen.
die Hingabe und Ausdauer unseres Herrn Jesus in der Vollführung seines Auftrags. Psalm 40 ist da zitiert in Hebräer Kapitel 10, wo wir gelesen haben. Angesichts seines Auftrages zu kommen in dem Leib, der für ihn vorbereitet war, der ihm bereitet war, sagt der Herr in Vers 6. An Schlachtopfer und Speisopfer hattest du keine Lust, Ohren hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Diese Worte, Ohren hast du mich bereitet oder gegraben, wörtlich. Man denkt hier an den Liebessklaven, der in aller Öffentlichkeit und feierlich stand vor den Ältesten der Stadt, in dem Tor der Stadt, und sein Ohr wurde durchgraben, auf das er lebenslänglich das Zeichen der Hingabe an seinen Herrn trägt. Aus Liebe für den Meister, aus Liebe für die Leibeigenen seiner Familie im Haus des Meisters, verzichtete er auf seine Freiheit. Der Wille des Meisters wurde zu seinem Willen lebenslänglich. Dein Wohlgefallen zu tun ist meine Lust. Warum? Denn dein Gesetz ist im Inneren meines Herzens. Jesaja Kapitel 50 hat einen ähnlichen Gedanken. Jesaja 50, Vers 4. Der Herr Jehova hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre gleich solchen, die belehrt werden. Der Herr Jehova hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber der Herr Jehova hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum mache ich mein Angesicht wie einen Kieselstein und wusste nicht, dass ich würde beschämt werden. Morgen für Morgen hörte er wie ein Jünger. Du fragst dich, wie konnte er immer das Richtige beantworten? Wie wusste er, was er an dem Tag zu lernen hatte? Morgen für Morgen stand er auf, und wenn es sein musste, vor Morgenröte, als es noch sehr finster war, um Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Das ist die Zunge des Jüngers. Und Jesus war ein Mann mit tiefen Überzeugungen betreffs des Willen Gottes. Wisst ihr, Ausharren hängt von Überzeugung und von Hoffnung ab. Er wusste, dass Gott zu ihm gesprochen hatte. Sein Gesetz war an seinem Inneren. Überzeugung. Überzeugung heißt Überzeugung von einer stärkeren Macht oder von stärkeren Streitkräften überwältigt, überzeugt zu sein. Der Gegner hat ein mächtigeres Zeug. Und man wird überzeugt. Ein schönes oder vielleicht grausames Bild habe ich einmal betrachtet. Als mit ein Hase auf dem Feld und ein Habicht
Und der Hase war auf dem Feld und ist herumgelaufen und oben im Hochflug war dieser Habicht und hat ihn beobachtet. Und dann auf einmal ein Sturzflug. Und man hat gesehen, die Krallen, die Kralle des Habicht. Und auf einmal wurde der kleine Hase überzeugt. Und das ist, was dieses Wort eigentlich meint. Dass wir einmal in der Kralle der Wahrheit Gottes kommen. Leute, ich weiß, ich kenne so viele Leute, die so umgehen mit der Bibel, wie sie einfach wollen. Wenn es ihnen passt, wenn es ihnen gefällt, das glauben sie. Wenn es gegen ihr eigenes Dafürhalten geht, dann sind sie nicht mehr davon überzeugt. Wenn wir von der Wahrheit Gottes überwältigt und gefangen geführt werden, das heißt, wir haben Überzeugungen. Und wisst ihr, eine Überzeugung ist mehr wert als tausende Vermutungen. Überzeugungen sind das Ergebnis eines unmittelbaren Erlebnisses mit Gott, im Umgang mit seinem Wort, nachsinnen, nachdenken, lesen und ringen um Gottes Gedanken. Große und ehrenwürdige Unternehmen werden öfters unterlassen, wegen Widerstand und Strapazen. Große Pläne bleiben unverwirklicht, aber nichts konnte dem Herrn von der Vollendung seines Auftrags abhalten, weil er davon überzeugt war. Er wusste, was Gottes Wille war. Und ich glaube, wenn wir Jesus nachfolgen wollen und wir sind verpflichtet, so zu wandeln, wie er wandelt, diese Verse sind nicht für Prediger hier. Diese Verse sind nicht für Älteste. Diese Verse sind nicht für besonders begabte Christen. Wenn du dich seinen nennst, dann bist du verpflichtet, so zu wandeln wie er. Eine Beziehung mit Gott zu haben, wo du wirklich weißt, was Gottes Wille für dein Leben ist und du tust das, was Gott von dir fordert, koste es, was es wolle. Er machte sein Angesicht wie Kieselstein, entschlossen nach Jerusalem zu gehen. Weder Mutter noch Jünger noch Leiden konnte ihn davon abhalten. Er bot seinen Rücken den Peinigern und seine Wangen denen, die den Bart rausreißen. Wieso? Er sah in der Peitsche seiner Peiniger den Auftrag Gottes. Ein paar Kapitel später lesen wir, denn Jehova gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er war zu dieser Stunde in die Welt gekommen. Tiefe persönliche Überzeugungen sind die Brutstätte von hingegebenen Ausharren in dem Auftrag Gottes, trotz Widerstand. Ich bin seit 18 Jahren, muss nachrechnen, 17, 18 Jahren Christ. Und ich kenne meine ganzen Zeitgenossen von damals. Wir waren alle begeistert. Ich war nicht hervorstechend als der Begeistertste. Aber wenn ich denke an meine ganzen Freunde von damals und wie viele wirklich zweitrangige Ziele nacheifern jetzt. Wie viele auf irgendein Abstellgleis gekommen sind. Und irgendwie, einer hat gesagt, naja, ich möchte so sehr Missionar sein, aber meine Freundin will es nicht. Wenn ich denke an sie, ich muss wirklich sagen, tiefe persönliche Überzeugungen sind die Brutstätte von hingegebenen Ausharren in dem Auftrag Gottes. Ich hatte früher, wir hatten eine Nachbarin, heißt Claire. Und sie war gegen Fluor in Trinkwasser. Sie war 72 Jahre alt und sie sammelte 17.000 Unterschriften gegen Fluor in Trinkwasser in Oakland, Kalifornien. Ich habe gedacht, Wahnsinn, Claire.
wieso hast du das getan? Du bist 72 Jahre alt. Sie sagte Folgendes: Fred, ich habe das ganze Material gelesen. Ich habe es sorgfältig studiert. Ich bin davon überzeugt, dass Fluor im Trinkwasser krebserregend ist. Ich kann nicht anders. Das ist Überzeugung. Wir haben Überzeugung beschrieben, aber eigentlich, wir haben das Wort Glaube beschrieben. Hast du tiefe persönliche Überzeugungen vom Wort Gottes, wo du weißt, Gott hat zu dir geredet? Wirst du in der Ausführung deines Auftrags ausharren, koste es, was es wolle? Was möchte Gott überhaupt durch dich tun? Was ist deine Lebensaufgabe? Wie will er dich angesichts eines verlorenen Welt, angesichts der herrschenden Zustand in vielen Gemeinden benutzen? Das sind Fragen, um die wir uns kümmern müssen. Und die Opferbereitschaft unseres Herrn als letzter Punkt seines Sendungsbewusstseins. Derjenige, der alles in allem erfüllte, hatte keinen Ort öfters, wo er seinen Kopf hinlege. Seine Habseligkeiten bei seinem Ableben insgesamt, die Kleider, die er trug. Er gebrauchte diese Welt, aber er gebrauchte sie nicht als sein Eigentum, denn er wusste, dass die Form dieser Welt vergeht. Und er wusste, dass die Zeit gedrängt ist. Dem Schöpfer aller Dinge war Menschen wesentlich wichtiger als Dinge. Wisst ihr, wir Menschen, wir tendieren, Menschen zu gebrauchen und Dinge zu lieben. Jesus gebrauchte Dinge und liebte Menschen. Einer seiner Jünger, David Livingstone, sagte: Ich habe mir das Ziel gesteckt, nichts ohne Bezug zum Reich Gottes zu besitzen. Hudson Taylor: Ich genieße den Luxus, wenig zu besitzen. Brüder und Schwestern, welcher Zusammenhang stellen die Engel fest? Sie beobachten zwischen unserem Gebrauch von Besitz und der gedrängten Zeit, in der wir leben. Zwischen unserem Verhältnis zum Besitz und dem kommenden Reich. Die Sendung Jesu Christi ist gekommen, hat gelebt, hat gedient, ist gestorben und ist zurück in den Himmel gefahren. Hast du je überlegt, was für einen Empfang er bekommen hat? Als siegreicher Herr, nach seinem Triumph über den Tod und Teufel? Bitte, lass dein Vorstellungsvermögen ein bisschen Freilauf jetzt. Der Herr Jesus kommt in den Himmel und der Gabriel sagt: Herr Jesus, was machst du jetzt? Ja, Gabriel, ab jetzt beginnt Weltevangelisation. In wenigen Tagen werde ich meinen Heiligen Geist ausgießen und ich werde beginnen mit der Gründung der Versammlung. Ja, wie? Ja, durch meine 11 Jünger und die durch sie gläubig werden. So wie der Vater mich ausgesandt hat, habe ich sie ausgesandt. Ist das alles, Herr? Was, wenn die versagen, Herr Jesus? Dann sagte unser Herr, der Herr der Ernte, Gabriel: Ich habe keinen anderen Plan. Wenn jeder Christ leben würde, genau wie du,
wird die Welt erreicht werden in dieser Generation? Anders formuliert. Wenn jeder Christ genau leben würde, genau wie du, wird Deutschland erreicht, bevor unser Ableben? Das ist unsere Verantwortung. Er hat keine andere Methode, keinen anderen Plan.